Hallo, herzlich willkommen zu Case King TV. Heute mit einem neuen Gehäuse aus dem Hause NZXT, dem Phantom 820. Hier zu sehen in der Gunmetal Version. Das originale NZXT Phantom ist sicherlich vielen von euch ein Begriff, ob des extravaganten Designs. Hat vielen gefallen, mal was Außergewöhnliches auf dem PC-Markt. Nicht nur die normalen Formen, nein, ein bisschen angewinkelt, ein bisschen schräg, nicht ganz gleichmäßig aufgebaut das Ganze. Nun der Nachfolger in Big Tower Optik wieder, das 820. Was sofort auffällt, sind an den Seiten die Meshgitter und das entsprechende Window. Entsprechend auch die Designelemente an der Front und am Deckel, wo wir leichte Lüfterschlitze haben, ein bisschen in einer neuen Optik, nicht nur aus Mesh bestehend. Wir haben oben am Deckel hier über eine kleine Gummiabdeckung die USB-Ports, 4 USB 2.0 und zweimal USB 3.0. Auf der rechten Seite des Deckels finden wir die Audioanschlüsse und die Lüftersteuerung. Diese eine echte Besonderheit. Wir haben hier die Möglichkeit, verschiedene Zonen anzuwählen, plus minus zur Steuerung, und die LEDs laufen analog mit der Helligkeit zur Geschwindigkeit der Lüfter. Hinter der Front verbergen sich die 5,25 Zoll Schächte, 4er an der Zahl, und wir haben Buttons. Wofür nun entsprechende Buttons? Klar, Power-Button muss sein, Reset-Button genauso, aber wir haben dort auch ein kleines Drehrad und einen Taster für LEDs. Das heißt, die LEDs, die ihr hier seht, die Beleuchtung an den Seiten und auf der rechten Seite, genauso wie hinten den für den Lüfter, werden über die Taste und das Jogdial hier bedient. Wenn ihr an dem Jogdial dreht, könnt ihr die LEDs in ihrer Farbe ändern. Das heißt, alle werden auch entsprechend analog geändert. Wenn ihr also hier dran dreht, bekommt ihr entsprechend andere Farben. Schauen wir nun ins Innere des Gehäuses. Schauen wir uns zuerst die Belüftung an. Wir haben im Seitenteil und in der Front jeweils einen 200 mm Lüfter verbaut. Die könnt ihr zwar ausbauen, aber nicht gegen andere Größen tauschen. Im Deckel ebenfalls ein 200 mm Lüfter. Hier habt ihr allerdings die Möglichkeit, gegen 240 mm oder 320 mm Lüfter zu tauschen. Im rückwärtigen Bereich ein 140er vorverbaut. Diesen kann man austauschen gegen einen 120 mm Lüfter. Im Boden noch dazu zusätzlich installierbar 220er oder 240er. Damit seht ihr auch schon, was ihr an Wasserkühlung beispielsweise verbauen könntet. Ihr könntet im Boden einen 240 oder 280 mm Radiator verbauen und im Deckel analog einen 280er oder einen 360er, also 3x120 mm Radiator. Für den unteren müsstet ihr natürlich die Käfige dort entfernen und das entsprechende Halteblech. Dann aber kein Thema, könnt ihr verbauen. Die Besonderheit, die ihr nun hier habt, ist folgende. Ihr könnt diesen Lüfter in der Höhe verstellen. Die Möglichkeit habt ihr hier über ein kleines Schienensystem, womit ihr, wenn der Lüfter hier an den Radiator kommen würde, ihn einfach noch ein bisschen runterlasst. Somit habt ihr bis zu 6 cm Platz für einen Radiator plus Lüfter. Also die 6 cm wirklich nur für den Radiator. Des Weiteren für Wasserkühlung natürlich Schlauchöffnungsmöglichkeiten, wo ihr die Schläuche durchchecken könnt, 4 Stück an der Zahl. Und der bewährte Öffnungsmechanismus von NZXT, wo ihr einfach eine kleine Schraube runterdrückt und damit das Seitenteil lösen könnt. Sehr gelungen finde ich auch diese Zubehörbox hier von NZXT. Eine kleine Schachtel, die ähnlich einer Werkzeugkiste vorbereitet ist mit entsprechend Zubehör. Darin sind natürlich alle Sachen immer gut aufgehoben und ihr werdet sie nicht direkt verlieren. Besser als so ein kleines Pappschächtelchen, wie ihr es sonst bei Gehäusen häufig habt. Welche Mainboard-Größen lassen sich nun verbauen? Nun, von Micro ATX bis hin zu XL und eATX ist alles möglich. Das heißt, auch ATX natürlich. Ihr habt hier also die freie Wahl wirklich, was die Mainboard-Größe angeht.
Eine sehr schöne große Aussparung für die CPU, damit ihr auch von hinten an die Backplate rankommt. Ganz viele Öffnungen für Kabel, um hier das Kabelmanagement entsprechend zu gestalten. Was man schon aus dem Phantom 410 kannte, kommt nun hier auch wieder zum Einsatz. Eine zusätzliche Belüftungsmöglichkeit im Innenraum. Diese mit einem 120er oder 140 mm Lüfter ausstattbar und man kann dann die Position hier über diese Thumbscrew ändern. Das heißt, ihr könnt den Lüfter ausrichten, damit die Frischluft direkt zum CPU-Kühler kommt. Wir haben des Weiteren die Möglichkeit natürlich hier über Käfige entsprechend 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Schächte zu verbauen. Hier direkt 2, die man rausnehmen kann. Diese natürlich dann ganz einfach zu installieren, auch toolless natürlich. Das gleiche trifft natürlich auch auf die 5,25 Zoll Schächte zu, diese auch komplett toolless zu verbauen. Insgesamt könnt ihr bis zu 6 Festplatten verbauen, das heißt, in diesem Bereich von der anderen Seite könnt ihr weitere 4 Festplatten verbauen. Dies erfolgt dann über die rechte Seite des Gehäuses. Das Netzteil, wie so häufig, inzwischen unten im rückwärtigen Bereich verbaut. Hier also direkt von unten Frischluft oder von oben wärmere Luft aus dem Gehäuse befördern. Des Weiteren habt ihr an den entsprechenden Positionen dann noch Lüftergitter, diese hier über einen kleinen Klickmechanismus ganz einfach zu entfernen. Das gleiche habt ihr natürlich hier vorne in der Front. Designtechnisch wurde noch der Standfuß angepasst, wie ihr sehen könnt. Extra nochmal ein bisschen angehoben, damit auch wirklich gute Frischluft von unten auch angezogen werden kann. Und mein absolutes Lieblingsfeature aus dem NZXT Switch wurde übernommen. Die LED an den PCI-Slots. Was soll die da? Ganz klar, hinten im Dunkeln, unterm Tisch beispielsweise, wenn ihr dort euren Rechner stehen habt und wollt den kleinen Audioanschluss einstecken, ihr findet ihn problemlos. Vorne über einen Button ist die LED steuerbar, an und aus, und dann könnt ihr ganz problemlos alles anschließen. Das Phantom 820 ist ab sofort bestellbar in Weiß, Matt-Schwarz und in Gunmetal. Das Matt-Schwarz auch eine sehr schöne Farbe, schaut es euch mal an. Des Weiteren natürlich die vielen, vielen Details haben mich hier an diesem Gehäuse besonders fasziniert. Wir haben die LED hinten, wir haben hier diese Zubehörbox, einen guten, stabilen Käfig, die Lüfter, die positionierbar sind im Innenraum. Wirklich viele schöne Details, auch die LED-Streifen links und rechts. Das sind alles Sachen, die NZXT hier vom Markt abheben. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein wenig für die Details begeistern und wir sehen uns wieder hier beim nächsten Mal bei CaseKing TV.